Willkommen zu einem Video, ich nenne es jetzt mal Antwortvideo auf ein bestehendes Video. Wie funktioniert Motorsport bei uns und oder was kostet ein GT3-Einsatz? Und ich habe dann in dem Video so gesagt, ja, wenn euch was interessiert, schreibt es einfach mal drunter und wir gucken es an. Und für unsere Verhältnisse und für unsere Kanalgröße mit das krasseste Video, was bis jetzt auch so viral gegangen ist. Vielen Dank, also echt cool. Ich versuche jetzt mal die 5 häufigsten gestellten Fragen irgendwo so zu beantworten, dass wir so maximal viel Licht ins Dunkle bringen können. Ja? Aber die Hauptfrage war eigentlich, wie bekomme ich eine Lizenz, wie kann ich Motorsport betreiben, oder da waren so Statements wie, ja, wenn ich jetzt das Geld habe, wie kann ich euren Cayman mal fahren oder wie kann ich überhaupt Motorsport betreiben? Und ich würde das jetzt einfach mal versuchen von der Basis an aufzuarbeiten. Wir gehen jetzt davon aus, Lieschen Müller hat Interesse an Motorsport, hat weder irgendeine Motorsportaktivität schon mal getan, ist nicht im Go-Kart-Sport, nichts, hat einfach Lust jetzt auf Motorsport. Wie fange ich an? Du machst als Lieschen Müller die nationale A-Lizenz. Wie komme ich dahin? Ich habe extra mal für euch bei Google eingegeben, du gibst ein Lizenz Motorsport, dann kriegst du zig Begriffe von den einzelnen Events oder Organisatoren, die Lizenzkurse anbieten. Sprich, das ist meistens auf Flugplätzen oder auf Versicherheitszentren und. Dort kannst du mit deinem Privatwagen hinkommen, meldest dich natürlich vorher an, kommst dahin. Es gibt einen Theoriekurs, wo ein Fragenkatalog auch online dann steht. Es gibt einen Theoriekurs, den du absolvieren musst und du fährst halt einen halben Tag auf diesem abgeschlossenen Gelände, mehr oder weniger ein erweitertes Fahrsicherheitstraining, wo du Coaches hast, wo du Leute hast, die das kontrollieren und die dann sagen, du bist geeignet, um eine Rennlizenz zu machen oder auch nicht. Mir ist bis jetzt noch nicht bekannt, dass es einer nicht geschafft hat, muss ich dazu sagen. Wenn du dann diesen Tages- oder teilweise Zweitageskurs bestanden hast, bekommst du das natürlich schriftlich als Zertifikat. Lizenz bestanden. Theorieteil, Praxisteil. Dann musst du auf MyDMSB gehen, also Deutscher Motorsportbund, einen Login oder einen Account einrichten. Hier hast du dann die Möglichkeit unter Lizenzerstellung, hast du einen Fragebogen. Da gibst du deinen Lizenzwunsch ein, also du möchtest gerne die National A beantragen, trägst ein deine ganzen persönlichen Daten, druckst diesen Lizenzantrag aus, gehst damit zum Hausarzt, der bescheinigt, dass du fähig bist, ein Fahrzeug zu bewegen, also der macht so einen Grundcheck und du gehst zum Augenarzt. Das ist seit 3 Jahren Pflicht, glaube ich. Apollo Optik deutschlandweit macht es kostenlos für die DMSB-Lizenz. Diese Sache, also deinen Antrag ausgefüllt mit dem Zertifikat von deinem Lizenzlehrgang, schickst du zum DMSB. In der Nebensaison dauert das, wir haben es jetzt gerade durch mit jemandem, der bei uns jetzt RCN fährt, dauert 3 Tage, hast du die fertige Lizenz da. Machst du das am Anfang der Saison, ich rede von Januar, Februar, März, kann das teilweise auch mal 2 bis 3 Wochen dauern. Ich würde auch gerne direkt auf die Kosten zu sprechen kommen. Wir sind jetzt da, wir haben den Lizenzkurs gemacht. Lizenzkurse kosten im Schnitt zwischen 300 und 500 Euro. Du bringst dein eigenes Auto mit, natürlich noch Sprit rechnen, teilweise Anfahrt. Das kostet zum Beispiel 400 Euro. Also zwischen 300 und 500 Euro, je nachdem, welchen Lizenzkurs du findest. Dann die eigentliche Lizenzbeantragung, also beim DMSB, die eigentliche nationale A-Lizenz kostet aktuell 249 Euro. Du hältst deine Rennlizenz jetzt in den Händen, hast knapp 500, also zwischen 500 und 750 Euro theoretisch ausgegeben. Dann brauchst du als nächstes Klamotten. Klamotten, sprich, du brauchst feuerfeste, fangen wir mal unten an, feuerfeste Socken, feuerfeste lange Unterhose, feuerfestes Oberteil, feuerfeste Sturmhaube, Helm, Handsystem, um bei einem Aufprall deinen kompletten Rücken hier und Kopf und Genick zu schützen, ein Anzug, ein Overall und Schuhe. Dies muss alles der aktuellen Homologation entsprechen. Da kannst du unmenschlich viel Geld ausgeben, von Carbonhelmen, die kosten bis zu 8.000 Euro, Formel 1 Schubert. Ja? Ich versuche euch aber wirklich Kostenrahmen zu geben, die auf jeden Fall funktionieren. Es geht immer teurer, viel günstiger geht's nicht. Ja? Aber teurer geht's immer.
Wir haben jetzt, und das ist auch gerade mal eine Woche her, wir haben uns komplett eingekleidet, beziehungsweise wir haben jemanden komplett eingekleidet mit vernünftigen Sachen, die aktuelle Homologation entstehen, bist du ungefähr bei gut 1.500 €. Das ist aber wirklich die einfachste Ausführung an Helm, das ist die einfachste Ausführung, aber mit einer Homologation. Unser Ziel ist ja, wir wollen irgendwann VLN fahren. Jetzt müssen wir mit unserer vorhandenen nationalen A-Lizenz irgendwie die Nordschleifen Permit B bekommen, sprich den Nordschleifenführerschein. Du musst jetzt 3 RCN-Rennen bestreiten und diese 3 RCN auch in Wertung, sprich du musst ankommen. Also du musst 3-mal in der RCN ankommen. Wenn du das mit 3 Anläufen schaffst, perfekt. Wenn du einmal einen technischen Defekt hattest, wenn du einmal einen Unfall hattest, wenn irgendwas ist, hast du Pech. Also du musst 3 RCN-Rennen nachweisen. Da habe ich mir auch mal Gedanken zugemacht und geschaut. RCN kannst du natürlich auch dann von bis fahren. Die kleinsten Klassen sind so diese H2, H3, V4, V5 sowas. Auf den kleinsten Autos, sage ich mal, fährst du so um die 1.500 € pro Fahrerplatz. Kannst das natürlich auch ausbauen. Du kannst natürlich auch mit einem GT4 fahren. Da fahren auch GT4-Autos. Habe ich mir mal aufgeschrieben, bis zu 5.000 € pro Fahrerplatz. Wenn ich jetzt in der Schule früher aufgepasst habe, sollten wir knapp bei 8.000 € sein. Viel, viel günstiger, wie gesagt, wird es nicht. Teuer geht immer. Also, und das an Zeitraum, das hier alleine, und da muss es schon alles passen. Du musst den passenden Lizenzkurs finden, du musst dann 3 RCN in Folge auch gewertet werden. Es ist ja nicht jede Woche eine RCN, ne? Kannst du theoretisch schon mal gut ein halbes Jahr rechnen. Und das halbe Jahr muss schon in der Saison sein. Ja? Wenn du sagst, ich bin jetzt hier im Oktober und möchte im Januar fahren, ist unmöglich, weil das letzte Rennen ist im Oktober. Ja? Und bis März ist da keine Veranstaltung. Also zwischen März und Oktober, in der Zeit, die brauchst du eigentlich. Die brauchst du, um das hinzukriegen. Dann gehen wir jetzt davon aus, du hast 3 Rennen in Wertungen abgeschlossen, schickst es zum DMSB, machst beim DMSB online den Nordschleifenführerschein, das ist eine Online-Plattform mit Fragen. Da musst du halt mit 100% bestehen, kosten 52 €. Bestehst du 100%, kriegst du die Permit B, also den Permit B-Führerschein, den du nur für die Nordschleife brauchst, kriegst du zugeschickt. Ab dann darfst du VLN fahren. Aber nur mit Permit B-Fahrzeugen. Das hatte ich mir ausgedruckt. Also Permit B-Fahrzeugen sind aktuell, Stand 2019, V2, V3, V4, V5 Autos, V6 mittlerweile. Und es gibt sogar die Möglichkeit für Leute, die das richtig große Portemonnaie haben, einfach mal, sage ich jetzt einfach mal so, du kannst ein GT4-Auto gebobbt, sprich leistungsreduziert und Gewicht draufgepackt. So wie ich das verstanden habe, dürfen die Autos nicht schneller sein wie eine VLN-Variante 9 Minuten. Oder 9 Minuten 5, glaube ich, oder 9 Minuten 10. Irgendwie sowas um den Dreh. Will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber ist halt, du bezahlst halt richtig viel Geld, weil es ein GT4-Auto ist, für deine Permit. Suchst dir halt einen Fahrerplatz und musst dann 2 Rennen in 75% deiner Klasse ankommen. Wenn du 20 Teilnehmer hättest in deiner Klasse, musst du 15. werden. Du musst 2 Rennen und 18 Runden nachweisen in 75%. Da habe ich jetzt auch einfach mal Kosten kalkuliert. Also so ein V4, V5, V6 Auto kriegst du zwischen 3.000 und 5.000 € pro Fahrerplatz. Du musst mindestens, oder so ein GT4 gebobbt, bist du aber auch bei 7.000 oder 8.000 €. Also jetzt nicht ihr dürft mich jetzt nicht festnageln und sagen, boah, ist das aber teuer oder ist das aber günstig. Ich habe durch die Bank mal geguckt, was andere Firmen oder andere Teams so nehmen und da sind wir dann gut dabei. Also ich nehme dann auch hier den Mittelwert und ich würde sagen 4.000 € pro VLN einfach kalkulieren. Ja? Dann bist du bei 8.000 €, wenn alles gut geht. Dann habt ihr die Nordschleifen, Lizenz B, automatisch abgegradet zur A. Damit dürft ihr dann alles fahren. Sprich, ihr dürft bis GT3, SP9, also SP9, Cup-Autos und fahren. Summa summarum, wenn wir jetzt meine Kosten nehmen, wo es auf jeden Fall mit möglich ist, die nicht extrem orbitant teuer sind, aber auch nicht extrem orbitant günstig, brauchen wir 16.000 €, um VLN offen zu fahren. Und viel Glück. Das ist schon mit keinem Streichergebnis gerechnet. Sprich, wir können mit 3 RCN-Ergebnissen 3-mal in Wertung ankommen und wir können mit 2 VLN-Ergebnissen
in 75% der Wertung erfolgreich abschließen. Auch vom Zeitfaktor her machst du halt nicht innerhalb von einer Woche, egal wie viel Geld du hast. Also früher war das halt alles deutlich einfacher. Da konnte jemand, der noch nie auf der Nordschleife war, halt mit einem GT3-Auto direkt fahren. Und darum wurde ja diese ganze Permit-Nummer auch angefangen. Böse Zungen behaupten einfach, dass in den Jahren sehr viele Unfälle passiert sind. Für mich persönlich, ich finde es ist relativ aufwendig. Du musst sehr viel Vorarbeit leisten, um an einer Rennserie teilzunehmen. Also da musst du schon echt bekloppt, also positiv jetzt, und du musst halt echt Bock drauf haben, weil wenn du überlegst, was du an Vorarbeit leisten musst, um überhaupt mitfahren zu dürfen, ist schon einzigartig, glaube ich. Ja? Zweite Sache noch, wenn du jetzt schon wie jetzt zum Beispiel unsere Japaner letztes Jahr, Vollprofis, haben internationale Rennlizenzen, weiß ich nicht, international B, A, was weiß ich, damit können sie eigentlich weltweit alles fahren. Oder auch für alle anderen, die schon eine fertige Rennlizenz haben, aber diesen Permit-Führerschein, keine Permit haben. Was müssen die machen? Die kommen schon mit der fertigen Lizenz hier hin, müssen dann einen sogenannten Permit-Kurs machen, der geht über 2 Tage. Einen kompletten Tag Theorie, einen Tag komplett Guide fahren, da fährst du 9 Runden oder 6 Runden hinter einem Guide her und musst dann 18 freie Runden fahren. Oder 16 freie Runden fahren, alleine. Die brauchen keine RCN fahren, die brauchen auch natürlich keinen Lizenzkurs machen, weil den haben sie ja schon. Die fangen hier oben an, sprich Lizenzlehrgang, Lizenzpraxis und kriegen dann den Permit B aber auch nur. Egal, ob die Jungs Le Mans gewonnen haben in der Vergangenheit, Daytona oder irgendein GT3 oder LMP-Rennen oder Formel 1, was auch immer, die müssen genauso mit dem Permit B anfangen und müssen dann erstmal 2 Rennen in den kleinen Klassen, die ich gerade aufgezählt habe, in 75% der Wertung ankommen. So war es ja letztes Jahr mit unseren japanischen Profifahrern. Die mussten das genauso. Ja? Also da ist auch immer eine Vorarbeit zu tun. Deswegen glaube ich, tun sich auch viele schwer und müssen das auch als Werke müssen immer sehr genau überlegen, welche Fahrer nehmen wir für ein Nordschleifenprogramm, weil du hast definitiv immer eine Vorarbeit zu tun. Egal, wer du bist. Also auch wenn es jetzt ein normaler Fahrer, der kein Profi ist, aber schon, sage ich mal, viele Rennen gefahren ist. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch mal eine Anfrage von jemandem, der fährt seit 4 Jahren Sports Cup und ist schon Quentin-Rennen gefahren und. Der hat seine internationale C-Lizenz, die habe ich auch, hat aber keine Nordschleifenlizenz. Der muss das auch. Also der überlegt sich das jetzt, weil er würde gerne nächstes Jahr 24-Stunden-Rennen fahren und er sagt, ich muss ja jetzt noch diesen Permit-Kurs machen. Die sind halt auch nur 7 Mal im Jahr. Und ich muss noch 2 VLN mit einem kleinen Auto in 50% ankommen. Schaffe ich das überhaupt? Und dann habe ich keine Fahrzeit mit meinem eigentlichen Auto gehabt, was ich gerne fahren möchte. Es ist schon viel Vorarbeit. So, diese Nummer, also dieser Lizenzlehrgang mit den 18 Runden, bist du ungefähr bei 3.000 bis 4.000 Euro, je nachdem, welches Auto du dir leihen musst, um diese 18 Runden nachzuweisen. Ja, das muss mit einem Fahrzeug sein, darf kein Straßenauto sein, sondern es muss ein Käfig drin sein, es muss 4 homologierter Käfig drin sein oder ein zertifizierter Käfig, es muss mit einem BMW irgendwas sein, also das sind auch so ein paar Auflagen. Also du kannst es nicht mit deinem Straßentrack-Auto machen, es muss ein Rennauto sein. Fazit, wie komme ich an meine Lizenz? Knapp 16.000 Euro haben wir ausgegeben und dann dürften wir alles fahren. Wenn du 24-Stunden-Rennen fahren möchtest, musst du auch die große Permit haben. Das reicht also nicht, wenn ihr die kleine Permit zu VLN 3 erst habt und sagt dann, aber ich habe jetzt meine Nordschleifen-Permit. VLN darfst du fahren mit den kleinen Autos, aber du darfst das kleine Auto, was du in der VLN mit der Permit B fahren darfst, nicht beim 24-Stunden-Rennen fahren. 24-Stunden-Rennen muss jeder eine Permit A haben, also eine große. Da denke ich mal, haben wir das Permit-Thema hoffentlich nicht zu ausgeweitet, aber ich hoffe, ich habe alle Infos vernünftig zusammengepackt. So, jetzt zweiter wichtiger oder was oft gefragt worden ist, Versicherung. Heikles Thema. Ich kann auch nur für uns sprechen, weil ich nicht von allen Teams weiß, wie das gehandhabt wird. Versicherung, Beispiel. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wir nehmen unseren Cayman, den haben wir ja versichert gehabt. Unser Cayman hatte ungefähr einen Wert von 75.000 Euro. 50.000 Euro haben wir versichert. Sprich, wäre das Ding komplett über die Wupper gegangen, hätten wir uns extrem lang machen müssen, um die 25.000 Euro irgendwie auszugleichen. Beim Cayman in der VLN, und das geht bestimmt auch irgendwo günstiger oder es geht deutlich teurer, aber wir haben das alles mit einem sehr seriösen Rückversicherer gemacht, wo auch drehende Teile mit versichert sind. Das ist halt auch ein Riesenthema. Bei manchen Versicherungen
hast du günstige Policen und es scheint alles toll und dann steht da beim Kleingedruckten Felgen, also alles, was sich dreht, ist am Auto nicht versichert. Keine Reifen, keine Bremse, keine Felgen, Abschläge bei Stundenlöhnen und. Also deswegen, wir haben für uns nach 3 Jahren wirklich eine vernünftige Sache gefunden. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, wir sind vor 7 Jahren mal drauf reingefallen. Ich hatte einen GT3-Unfall mit meinem Porsche und die Versicherung hat nicht gezahlt, weil das hat jetzt nichts mit England zu tun, aber es war eine englische Limited, die war einfach pleite und konnte nicht mehr zahlen. War mein Fehler, ich habe mich damals nicht wirklich darüber informiert, war ein Versicherer, der sehr häufig am Ring war und viele Teams versichert hat. Am Ende vom Lied ist, dass der Typ, der das gemacht hat, hat sich erhängt und es waren über Millionen Euro Schulden, weil viele Teams ihre Kaskoschäden einfach nicht versichert hatten. Also du hast Police bezahlt und es hat keine versichert. Kann bei uns nicht passieren, ist ein riesen deutscher Rückversicherer. 50.000, fange ich wieder an, 50.000 Euro Versicherungswert kosten uns bei einem VLN-Wochenende 3.500 Euro netto Police. Das heißt, das ist wie normaler Vollkasko-Jahresbeitrag, zahlen wir das pro Wochenende 3.500 Euro. Alleine schon mal nur an Versicherung. Hast du dann einen Unfall, geht eine Selbstbeteiligung von dem Fahrer, der drin sitzt, egal ob er schuld ist oder nicht. Bei dem Cayman waren es 7.500 Euro netto. Klar, hast du nur einen kleinen Schaden und nur 1.000 Euro Schaden, sind es nur 1.000 Euro. Hast du das Auto komplett demoliert für 50.000 Euro, zahlst du 7.500 Euro. Ja? Also das ist der Selbstbehalt. Pro Schaden. Leider hatten wir das auch mal letztes Jahr. Da ist jemand freitags schon beim Freitagstraining angeeckt, waren 1.200 Euro Schaden und samstags wieder einen Unfall gehabt für 3.000 Euro. Das ist dann nicht ein Unfall, sondern du musst einmal die 1.200 und einmal den Restbetrag wieder bezahlen, die 3.000. So ist es auch versichert. Das ist nicht das ist normal. Ja? So, das kann also teuer werden. Was passiert, wenn mir einer reinfährt? Was passiert hier? Sobald du in dem Auto sitzt, als Fahrer, bist du dafür verantwortlich. Wir haben schon so Aktionen gehabt, dass wir in der Box fahren, in der Fast Lane, und es schickt ein anderes Team ein Auto raus und fährt uns in die Tür. Damals bei Räder Motorsport auf dem TTRS. Saß damals der Elmar Degener drin, werde ich nie vergessen. Der fährt dem voll in die Tür und unser TT fliegt auch noch gegen die Erhöhung. Das ist ja so eine Betonerhöhung. Komplette Tür am Arsch, Schwelle am Arsch. Zahlst du, der drin sitzt, nicht der dir reinfährt. Wenn du auf einer Ölspur ausrutscht, zahlst du immer der drin sitzt. Gibt es auch keine Diskussion, das ist Gesetz. 24-Stunden-Rennen ist dann nochmal eine andere Hausnummer. 50.000 Euro versichert, hat uns gekostet knapp 8.000 Euro netto, die Police. Und der SB, also die Selbstbehalt, waren nicht 7,5, sondern 8.750 Euro netto. Lambo, so ein Auto, liegt bei 400.000 Euro. Und hier wird es halt auch drastisch von den Policen her und. Du kannst maximal nur 250.000 Euro kannst du nur maximal versichern bei so einem Auto. Mehr macht kein Versicherer dieser Welt. Aktuell, Stand 2019. Meines Wissens. Hier haben wir immer 225.000 Euro versichert. Jetzt sagen die, warum? Weil 250.000 ist der Maximalbetrag und der ist exorbitant nochmal teurer. Für die 25.000 Euro mehr Deckung zahlst du halt deutlich mehr. Wenn du das prozentual ausrechnest, ist es so teuer, da sagst du dir einfach die restlichen 25.000 Euro, dann hast du andere Probleme. Ja? Ein normales VLN-Rennen kostet uns alleine die Police schon 12.500 Euro netto. 12.500 Euro netto nur an Versicherungspolice. Und die ersten 30.000 Euro Schaden sind immer SB. Beim 24-Stunden-Rennen, was wir nicht gefahren sind, aber ich habe das Angebot ja da, wäre die Prämie fürs 24-Stunden-Rennen 30.000 Euro gewesen. Und die SB geht auf 35.000 Euro hoch. Es gibt, wie gesagt, Teams, die versichern nicht, aber ich könnte es mir nicht erlauben, das Auto nicht zu versichern und zu sagen, ich spare mir die Policen pro Wochenende, weil wenn es in die Hose geht, dann gucke ich noch schlechter, wie es gerade war. So, und der Kunde, der dann auf dem Auto fährt, der hat dann auch nichts weiter zu befürchten, außer seine SB pro Schadensfall. Hoffe, haben wir das Thema auch aufgegriffen und wenn du einen Schaden hast als Fahrer, wirst du hochgestuft beim nächsten Schaden an der SB. Das heißt, du hast beim zweiten Schaden, du kannst rechnen, immer 20% höhere SB. Beim dritten Schaden 40% höhere SB und beim vierten Schaden behalten die sich vor, diesen Fahrer nochmal zu versichern. Was passiert bei einem Rennwochenende, wenn der erste Fahrer verunfallt und du als Fahrer nicht zum Fahren gekommen bist? Ein Riesenthema. Es gibt Fahrerverträge, nicht bei uns, wo du einfach sagst, ich fahre bei dir und so sollte das Auto, übertrieben gesagt, donnerstags abends beim Abladen vom Hänger fallen, hast du halt Pech. Es gibt Fahrer,
die das unterschreiben. Bei uns war es immer anders und das ist auch bei den gängigen Teams so. Da musst du ganz offen und vernünftig mit den Leuten umgehen. Ich kenne das selber, ich war ja auch lange Zeit Fahrer bei fremden Teams oder bei externen Teams. Wir haben es immer so gehandhabt, wenn freitags was war, haben wir wirklich gesagt, okay, wir konnten die VLN-Nennung für samstags konnte man zurückziehen, das heißt, das Nenngeld ist zurückgekommen. Du hast Reifen gespart, du hast Sprit gespart. Das sind aber Peanuts. Ja, da kriegt jeder einen kleinen Obolus zurück. Aber du kriegst auf keinen Fall natürlich dein ganzes Geld zurück, weil, wie gesagt, dicke Kosten, wie gerade angesprochen, 300.000 Euro Versicherungspolice, die Trackday-Nennung für den Freitag, alles ist ja bezahlt. Die Mechaniker müssen bezahlt werden, die Lounge muss bezahlt werden, der LK muss bezahlt werden, es muss alles bezahlt werden. Also, das kannst du in Prozenten gar nicht schwer ausdrücken. Aber du kriegst wirklich die nicht angefallenen Kosten, geben wir dann zurück. Passiert samstags was? Und das Rennen hat begonnen. Du hast dann wirklich alles an Kosten gehabt. Die Nennung ist bezahlt für samstags, Sprit ist bezahlt, Reifen sind alle bezahlt. Das ist schon dann schwierig. Und wir haben da ganz offene Listen. Und wenn man dann, sag ich mal, 1.000 Euro weniger an Sprit und Running-Kosten hat oder 1.500 Euro, dann werden die durch 2 geteilt oder durch die Fahrer, die nicht gefahren sind und dann hast du ein kleines Backup. Aber das steht dann in keiner Relation dafür, dass du nicht gefahren bist. Aber das ist so. Baut man solche Autos selber? Wo kriegt man die Karossen her? Oder gibt es die so vom Werk? Also da gibt es natürlich ganz klar 2 verschiedene Linien. Es gibt einmal diese SP bis SP7, SP8, SP6, also diese auf Serienautos umgebauten Specials oder so ein V4. Ja, hier das ist der BMW 325i, ist ein V4-Auto, Serienauto. Da kaufst du einfach Autos, entweder neu oder gebraucht, Serienautos und baust die nach gewissen Regularien um. Wie hier sind zig Sachen festgeschrieben, also baust das Auto hier zum Beispiel nach einer V4-Klasse. Oder hier, das wäre theoretisch ein SP5, weil es ein 3 Liter 2,8 Liter Hubraum ist, aber Special, also nicht mehr seriennah, ist eine größere Bremse. Da gibt es aber zig Regularien, da hältst du dich dran und baust dein eigenes Auto. Das wird zwar immer weniger, weil es gibt immer mehr fertige Autos. Da komme ich jetzt zu, fertige GT4s, fertige TCRs, GT3s, die kaufst du so vom Hersteller. Ja? Die sind vom Hersteller genauso produziert. Das hat hier nichts mit einem Serien-Huracan zu tun. Ja? Die kaufst du so fertig und da ist jede Schraube, jede Finne, jede Bremsscheibe, es ist alles homologiert. Da darfst du auch nichts selber dran bauen. Da ist der Abstand homologiert, da ist die Schraube, die hier drin ist, homologiert. Das kaufst du so fertig. Du hast zwar die Möglichkeiten, so ein Auto, du kannst es so und so dahinstellen, ja, aber du hast nicht die Möglichkeiten, da dir irgendwie selber was schwer zu entwickeln. Du musst das fertige Auto so verwenden. Und das ist in der SP9 so, sprich GT3. Es ist in der TCR so und es ist in der GT4 so. Das sind rennfertige Autos, die so vom Hersteller kommen. BOP-Thema, das ist natürlich auch sehr VLN-spezifisch, aber finde ich cool, dass das auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen besprochen wird. Es haben Leute geschrieben, findet ihr die BOP nicht unfair, dass in den letzten 3 Jahren diese große Klasse immer mehr beschnitten wird, aber die kleinen Klassen wie Cup Porsche, SP7 und so nicht oder SP8. Es ist schwierig und ich rege mich auch immer wieder darüber auf, dass wir wie bei VLN4, wo wir durch den Unfall uns drehen mussten, das Ganze die erste Startgruppe vor mir hatte, wo die GT4s, die SP7 und die Cup Porsche sind. Ich sag's euch, es ist mega schwierig, mit diesem Auto mittlerweile da zu überholen. Ich bin selber kein Vollprofi. Du hast dann natürlich auch sehr schnelle Fahrer auf den SP7-Autos und die Autos oder Cup-Autos, die fahren durch dich durch auf der Geraden oder berghoch. Wir sind deutlich langsamer wie die Autos, teilweise wie die GT4s, die fahren an mir vorbei auf der Geraden und du musst die halt mit sehr viel Risiko überholen. Und da sehe ich auch nicht, dass wir verlangsamt werden und dass der Unterschied immer kleiner wird, sondern es ist wirklich ein Sicherheitsaspekt. Du musst oder ich muss als Amateurfahrer viel mehr Risiko gehen beim Überholen, als es noch vor 4 Jahren oder 3 Jahren der Fall war, weil da konnten wir überall überholen. Klar, wenn man sagt, die Autos sind zu schnell, müsste man eigentlich auch wirklich die Cup-Autos und die SP7-Autos deutlich verlangsamen, dass die auch wieder deutlich langsamer kommen. Aktuell haben die sich sehr stark angenähert. Das ist auch jetzt keine Ego-Nummer oder von unserer Seite, dass wir sagen, wir heulen hier rum. Ich finde es nur, es ist verständlich dann, dass teilweise leider Unfälle passieren. Weil du musst ein sehr hohes Risiko gehen, um mit unseren Autos irgendwo vorbeizukommen. Und das geht halt leider nur mit Kurvengeschwindigkeit bei uns. Aber ich als Teaminhaber oder auch als Fahrer werde da nichts bewegen können und da laut schreien die ganze Zeit im Social Media oder Internet macht es halt nicht besser. Und wir wollen
auf der geilen Nordschleife bleiben. Wir wollen auf der VLN wollen wir bleiben. Das ist unser Zuhause. Und wir nehmen es erstmal hin. Weil dadurch lasse ich mir jetzt die Nordschleife nicht kaputt machen. Aber irgendwann, klar, gibt es halt auch Grenzen. Letztes Thema, fand ich sehr cool, dass das auch Leute interessiert hat. Da hat ja sogar einer geschrieben, ja, was könnt ihr mir denn bieten, wenn ich euch sponsern würde? Welche Incentives bietet man denn Sponsoren im Motorsport? Das ist ein Riesenthema, könnte ich jetzt noch mal eine Stunde draus machen. Kann ich nicht, haben wir keine Zeit für. Grundsätzlich bieten wir von einem kleinen Aufkleber, was aber mittlerweile komplett nicht mehr so das Thema ist, dass einer sagt, oh, mach mir bitte meinen Aufkleber drauf, ich gebe dir dafür Summe X, von VIP-Betreuung mit eigener Lounge, mit Taxifahrten, mit selber fahren, mit Autos ausstellen auf Tag der offenen Türen der Firmen, mit komplettes Wochenende durchgeplant, wo wir sagen, donnerstags macht diese Firma ihre eigene Produktvorstellung von ihrem eigenen Produkt bei ihren besten Vertrieblern oder bei ihren besten Einkäufern oder bei ihren besten Kunden und. Haben wir schon letztes Jahr einmal angestoßen, haben sie donnerstags abends eine Vertriebsschulung gemacht von einem Produkt, freitags die komplette Zeit Fahrsicherheitstraining am Ring mit uns gemacht, freitags morgens, freitags mittags rüber zur Nordschleife, Taxifahrten bekommen mit dem Cayman und dann das komplette Rennwochenende dann erlebt mit uns im Team, durften mit in die Box, die durften bei den Boxenshops dabei sein. Wir sind mit den Leuten an die Strecke gefahren. So, das ist das, was man an einem Rennwochenende machen kann. Wir stellen solche Autos dann auch, wie gesagt, zwischen den Rennen zur Verfügung für Tag der offenen Tür, für irgendwelche Vorstellungen. Wir versuchen durch unsere Reichweite natürlich dann auch dem einen oder anderen Partner, bei uns sind es leider nicht so viele, die Möglichkeit zu geben, dass sie präsent sind durch unser YouTube-Kanal, durch unsere Internetseite, durch viele Sachen, die wir halt auch selber versuchen zu pushen. Also wie gesagt, da geht's von bis. Wir hatten schon mal leider 2018 eine lange Verhandlung, also es war eine relativ große Firma und die wollte über 100 Personen komplett von donnerstags bis sonntags von uns betreut haben zum 24-Stunden-Rennen. Möglichkeiten haben wir alle, von Hotelbuchungen bis, wie gesagt, Produktschulung, bis hin an die Strecke fahren, bis hin zur gemeinsamen Fahrradtour mit den Fahrern um die Rennstrecke herum, auf der Rennstrecke und alles erklären. Das hat schon mittlerweile was mit Mitarbeitermotivation für Firmen zu tun. Wir können denen wirklich auch Entertainment bieten und was Einmaliges. Und nicht nur, hier ist ein Aufkleber drauf, danke, tschüss. Das gibt es eigentlich heutzutage schon nicht mehr. So. Ich hoffe, das waren die großen Punkte. Ich sage jetzt auch wieder, obwohl das Video wird lange, ich weiß nicht wie lange, aber wir sitzen hier schon was länger. Wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ich irgendwas nicht so erklärt habe, dass es jemand verstanden hat, schreibt wieder drunter. Wir brauchen da wieder ein bisschen und dann kommt das nächste Video. Gerne, gerne. Also wir sind da offen und wir versuchen gerne, euch alle internen Infos so weit zu geben, dass da mehr Licht ins Dunkel kommt. Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.